In der Elektronikfertigung entscheidet Qualität über alles. Funktion, Sicherheit, Langlebigkeit und letztendlich auch der Markterfolg. Aber es gibt auch noch so die eine oder andere Herausforderung in der Elektronikfertigung, speziell beim Thema Qualitätssicherung, Miniaturisierung, hohe Packungsdichte. Das sind alles so Dinge, die durchaus und natürlich komplexe Fertigungsprozesse. Und das sind natürlich alles so Dinge, die eine Herausforderung für die Qualitätssicherung darstellen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Axel Lindloff, Senior Process Specialist bei Kooyang, und Nils Thielen vom Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktion an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. So, langer Titel. Also erstmal vielen Dank, dass Sie hier mit mir über das Thema Qualitätssicherung, speziell in der Elektronikfertigung, sprechen möchten. Ich hatte so die ein oder andere Herausforderung eben gerade schon in der Anmoderation genannt. Kann man sagen, dass die Elektronikfertigung schon so ganz spezielle Anforderungen an die Qualitätssicherung stellt, die man sonst in anderen Branchen nicht so hat? Also ich würde sagen schon, denn am Ende des Tages brechen wir die Qualität auf die einzelne Lötstelle runter. Und durch die hohen Packungsdichten und werden die Lötstellen und Bauteile natürlich auch mehr. Und das heißt, wir müssen in der Qualitätssicherung sehr viel Daten beherrschen und verarbeiten. Und gleichzeitig erwartet man auch wesentlich längere Lebenszeiten bei den Baugruppen. Also wenn wir in die Automotive, Defense oder Medical Branche gehen, dann sprechen wir da über 10 Jahre und länger. Mhm. Und das hat schon zur Folge, dass wir sehr hohe Qualitätsansprüche in der Elektronik eigentlich haben. Okay. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Also ich betrachte das Ganze immer etwas aus Sicht der Forschung. Wir haben da unterschiedliche Branchen, die wir betrachten bei uns am Lehrstuhl. Eine ist dann halt die Elektronikproduktion und da ist schon ein deutlicher Unterschied, beispielsweise zum Elektromaschinenbau oder zur Bordnetzfertigung. Wir haben auf der einen Seite eine extrem hohe, bereits bestehende Qualität in der Elektronikfertigung, also sehr, sehr wenig Fehler eigentlich auf die Einzahl der totalen Lötstellen. Das macht es nicht unbedingt einfacher, diese Fehler zu identifizieren, weil es da ja oft auch nur um Kleinigkeiten oder Nuancen geht. Und gleichzeitig ist Elektronik ja mittlerweile eigentlich überall. Und ein Versagen an Elektronik kann aber durchaus schwerwiegende Folgen haben. Das heißt, dieser wenigen Fehler müssen auf jeden Fall auch identifiziert werden und das führt dann beispielsweise auch zu vielen Pseudofehlern. Okay. Das heißt, die Qualität ist eigentlich schon so hoch, dass es jetzt wirklich nur noch darum geht, kleinere Fehler zu finden, sage ich jetzt mal so ganz vereinfacht, und das macht es dann auch so schwierig. Ein Fehler ist immer ein Fehler und ein Fehler in einer Baugruppe, der zum Ausfall führt, sorgen natürlich dafür, dass sie dann am Ende des Tages mit ihrem Auto irgendwo auf dem Seitenstreifen stehen. Mhm. Oder dass irgendwo eine Offshore-Windanlage ausfällt und jemand ins Schiff springen muss, um das zu reparieren. Oder im schlimmsten Fall in so einen Helikopter. Mhm. Das verursacht natürlich unheimlich Kosten. Und das muss man bei all diesen Baugruppen dann im Fokus haben. Und extremes Beispiel, ich hatte mal ein Projekt, da ging es um die Kontrolle eines Bohrers in einem Ölfeld und das dauert 2 Wochen, bis sie den Bohrkopf wieder rausgeholt haben, wenn dort die Steuerelektronik ausfällt. Und das sind Schäden, die gehen dann in Millionenhöhe, zweistellige Millionenzahlen und das versucht man natürlich zu vermeiden. Also da sind extrem hohe Qualitätsansprüche und da zählt jeder Fehler. Okay. Kann man dann sagen, an welchen Stellen wo die meisten Fehlerquellen sind? Also irgendwie beim Löten, bei der Bestückung, wie auch, also lässt sich das so ein bisschen eingrenzen oder ist das schwer zu sagen? Ja, ich vergleiche das gern mal mit dem Kuchenbacken. Okay. Beim Kuchenbacken, am Ende, der letzte Schritt, den Sie machen, Sie stellen das richtige Ofenprofil ein, sage ich jetzt mal, und schieben den Ofen rein, kontrollieren das Ergebnis regelmäßig und achten darauf, dass der Kuchen nicht zu schwarz wird. Aber ob der Kuchen wirklich gelingt, das hängt von ihren Zutaten ab. Das heißt, von den Materialien, die sie einsetzen und in welcher Reihenfolge und wie sie diese Materialien miteinander mixen. Also vom Prozess. Mhm. Und das sind eigentlich die
wichtigsten Teile, bevor es zum eigentlichen Lötprozess kommt, also in unserem Fall den Kuchen zu backen. Das ist der allerletzte Schritt. Und daher würde ich sagen, dass die Fehlerschwerpunkte eigentlich mehr von den Materialien kommen und von der Prozessierung. Okay. Ja. Also ich würde auch sagen, dass in der, sag ich mal, SMT-Kette zum Beispiel dann doch auch der erste Prozess oft der kritische ist, in dem Fall der Lotpastendruck, was aber nach wie vor auch eine große Herausforderung ist, und da kann ich eigentlich nur absolut zustimmen. Es gibt so viele Einflussfaktoren, ist die Lotpaste selbst, ist es dann vielleicht schon irgendein Defekt im Chip, der gar nicht so trivial zu identifizieren ist. Da spielt vieles zusammen und am Ende kann man da oft den Fehler allerdings erst identifizieren. Das heißt, man hat viele wertschöpfende Prozesse eigentlich schon durchlaufen, die dann letzten Endes nur zum Ausschluss oder zu einer Nacharbeit führen. Das heißt... Und diese fortschreitende Miniaturisierung, welche Rolle spielt die bei dem ganzen Thema? Es wird schwieriger. Also für uns Inspektionsleute wird es natürlich schwieriger. Je kleiner die Bauteile werden, muss man den Spagat hinbekommen zwischen einer sehr feinen Auflösung, damit man die Fehler überhaupt noch erkennen kann und herausarbeiten kann. Und gleichzeitig wird man von der Produktion getrieben, dass man den Durchsatz hat, also vom Linientakt. Und das führt zum anderen Faktor, dass zum Beispiel die Kameragrößen bei optischer Inspektion immer größer werden, damit man mit einem größeren Field of View innerhalb des Linientakts bleibt. Größere Kamera heißt aber auch wieder, pro Inspektion habe ich plötzlich ganz viele Daten, die ich verarbeiten muss. Das heißt, ich gehe dann wieder in die Richtung, dass das Datentransfer ein Thema wird, die Verarbeitung der Daten, Speicherung von Daten. Und dann hängt da wieder so ein Rattenschwanz dran, der uns heute eigentlich so die Herausforderungen setzt. Also was mache ich mit all den Daten, die ich in der Produktion erzeuge? Und wie verarbeite ich die zeitnah, dass ich in Echtzeit reagieren kann? Okay. Aber das heißt doch eigentlich, also ich meine, wir haben jetzt schon mehrmals das Thema Daten angesprochen, weil das ja wirklich echt so ein Knackpunkt ist offensichtlich. Das heißt, da komme ich da jetzt so langsam, wo ich seit ein paar Jahren diese extreme starke Digitalisierung habe, wirklich dahinter oder da zu einem Punkt, wo ich dann wirklich eine Qualitätssicherung auf so einem Niveau habe, wie sie eigentlich notwendig ist, dass einfach, weil ich jetzt mit den Daten auch irgendwie umgehen kann. Oder ist es noch nach wie vor auch ein Thema, dieses Daten überhaupt zu handeln und über alle zu verwerten? Ich glaube, grundsätzlich ist da ein wichtiger Aspekt, wie man mit den Daten umgeht. Das können auch unterschiedliche Unternehmen dann besser oder schlechter, je nach Kapazität. Ja. Es gibt oft viele große Mengen an historischen Daten, die gesammelt worden sind, aber aus einem ganz anderen Grund, sei es beispielsweise Nachverfolgbarkeit oder einfach nur, um da eine bessere Basis zu haben und nicht mit dem Ansatz, datengetriebene Verfahren irgendwann mal einzusetzen. Muss jetzt nicht zwingend künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen sein. Und der Weg von ich habe viele Daten zu ich habe Daten, die ich auch verwerten kann, ist unheimlich groß. Er fordert dann auch unheimlich viel Domänenwissen. Also als reiner Data Scientist, sage ich mal, ist das immer schwierig, da dann nicht am eigentlichen Ziel vorbeizuarbeiten. Und ich denke, da sind nach wie vor viele Potenziale, die noch ungenutzt sind. Denn wenn beispielsweise das Inspektionssystem nicht richtig eingestellt ist, dann hilft mir das Sammeln der Daten nichts. Also da ist dann die Anlage nach wie vor entscheidend und nicht nur das Ansammeln an Daten und das beispielsweise dann, dass die in ein neuronales Netz oder ähnliches übergeben werden. Okay. Das heißt, Big Data bringt mir nichts, ich brauche Smart Data sozusagen. Also es ist so, also im Ingenieurstudium gibt's immer so ein schönes Sprichwort, so gut wie möglich, nicht mehr als nötig. Ja. Und so sollte man eigentlich dann auch agieren. Also wenn ich jetzt unsere Tools sehe, dann ist unser Server-Tool arbeitet weitgehend noch mit normaler SPC, also mit statistischen Daten, weil es viele Analysen gibt, wo man nichts anderes benötigen würde. Aber die Datenaufbereitung für dieses System, damit man saubere Daten hat, da kommen dann so KI-Tools zum Tragen, indem man entweder Algorithmen vielleicht schon bei der Messung optimiert hat oder eben die Daten entsprechend mit KI-Engines klassifiziert. Da kommt dann auch die falsche Einstellung der Geräte zum Tragen. Also eine KI kann dann schon ein bisschen was kompensieren.
Aber am Ende des Tages gebe ich natürlich völlig recht. Also es gibt auch das Sprichwort, wer misst, misst, misst. Ja, ja. Und es hängt natürlich immer davon ab, wie ich dann meine Geräte einstelle. Aber selbst da können dann diese Tools, diese KI-Tools dann halt auch kompensieren und die Einstellung übernehmen zukünftig. Also da, indem man eben historische Daten, Messdaten, Rohdaten analysiert und schaut, wie kann ich da die Prozesse absichern. Und das ist ein klarer Trend und das erleichtert auch später die Analyse dieser vielen Daten. Denn müsste ich das jetzt alles händisch machen, könnte ich nicht mehr in Echtzeit reagieren. Und das ist eigentlich der Hebel, den man heute hat, um Kosten zu sparen, effizienter zu werden, dass man eben sehr schnell in Echtzeit agiert oder sogar präventiv agiert und Prozesse verändert. Ist man eigentlich immer bei einer 100% Prüfung? In dem Eigentlich Bereich? schon. In den meisten Fällen ist es vorgeschrieben. 100%. Okay. Und gibt's dann jetzt bei Ihren Kunden einen hohen Beratungsbedarf? Das hört sich so ein bisschen so an, wenn ich mir überlege, wie ich die Daten, wie ich unterschiedliche Daten zusammenbringen muss, dann muss ich erstmal gucken, wie ich die zusammenführen muss, wie ich die generiere aus den Quellen und dann auch noch letztendlich irgendwie muss ich sie auch noch analysieren. Also das hört sich dann sehr beratungsintensiv an. Ja, wenn ich jetzt mit KIs arbeite, dann eine Teilaufgabe der KIs ist eben, dass sie über ihre neuronalen Netze diese Daten standardisieren, klassifizieren, sodass sie halt verarbeitbar werden. Und wir machen im Prinzip mit unseren Lösungen genau das, mit unseren Messdaten, dass wir die klassifizieren, sodass unsere Modelle damit arbeiten können. Beratungsbedarf zum Kunden dahingehend, dass da sind wir wieder bei dem Thema mit den Einstellungen. Also wenn wir eine Realtime-Kontrolle, die KI-getrieben ist, irgendwo installieren, dann müssen wir natürlich erstmal sicherstellen, dass die Prozesse, die vor Ort laufen, auch vernünftig laufen. Denn da zählt auch wieder das Sprichwort, ich habe es heute mit Sprichwörtern, Garbage in, Garbage out. Ne? Also man kann nicht aus Mist irgendwie dann Gold produzieren. Also wir sind keine mittelalterlichen Alchemisten, sondern wir nutzen gute Prozessdaten, die erzeugt werden. Und die müssen dann auch gut sein, weil ein KI-Modell muss sich dann darauf verlassen können, dass wenn ich einen Fehler-Threshold von 50% habe und 49,7 messe, dass das wirklich ein Defekt ist und nicht irgendwie eine Toleranz meines Messsystems. Also die Daten müssen zuverlässig sein. Okay. Also wir haben bei uns an der Universität auch viel, dass wir Technologietransfer machen und da kann ich dann auch ein paar Sachen anschließen, wo wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ganz entscheidend ist auf jeden Fall auch die Qualität der Datenbasis, wie schon bereits gesagt. Wir hatten dann öfter auch Probleme, dass dann bei der manuellen Nachprüfung, beispielsweise bei der optischen Inspektion, dann bei Überprüfungen festgestellt worden ist, ja, der eine Experte wird das eher als defekt, der andere dann doch noch als gut bewerten. Das heißt, dass man da auch durchaus Fehler in der Datenbasis hat. Dass potenziell auch ein Fehlerschlupf als gut irgendwo bewertet sein kann und einfach nicht aufgefallen ist im Späteren, weil er zum Beispiel nicht zurückgekommen ist. Und das erschwert dann beispielsweise das Modelltraining. In einem kleinen Umfang kann da noch rüber trainiert werden, aber es ist schon ein Punkt, der da kritisch zu betrachten ist. Und ein weiterer Aspekt ist, dass zum Teil sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an künstliche Intelligenz ist. Also man kriegt quasi das Modell mitgeliefert und das erspart mir jegliche Nachprüfung, reduziert meine Pseudofehler auf 0. Das ist einfach nicht korrekt. Ja. Da muss auch lokal dann auf jeden Fall, weil man dann da doch immer einen unterschiedlichen Datensatz, beispielsweise aus einem vortrainierten Netz, als der Anlagenhersteller das zur Verfügung stellen kann, dass man dann noch eine Datenverschiebung hat, die zu Problemen führt, wo man nacharbeiten muss und sich auch bewusst sein muss, dass ich erstmal einen bestimmten Zeitraum das Ganze validieren sollte und nicht einfach von Start an live schalte. Und vielleicht um noch einen dritten Punkt zu nennen und das abzuschließen, es gibt dann noch immer eine gewisse Skepsis, also was dann Erklärbarkeit und nicht Nachvollziehbarkeit und das Gefühl des Kontrollverlusts, nenne ich es mal, wenn ich da einen KI-Tool einsetze, den vielleicht der ein oder andere genauso viel versteht wie den konventionellen Bildverarbeitungsalgorithmus.
Und letzten Endes aber ja beiden einfach Mathematik zugrunde liegt. Okay. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, weil Skepsis, also der Qualitäter an sich, glaube ich, ist ja schon jemand, der eher so ein bisschen eher skeptisch ist. Er prüft ja, er sucht ja nach Fehlern, er prüft ja immer genau. Also das sind ja schon Themen, wo man nicht einfach blind irgendeiner Technologie vertraut, glaube ich. Und den dann mit so einem Thema KI zu konfrontieren, merken Sie auch, dass das manchmal noch so ein Problem ist? Auf jeden Fall. Also wir haben hier gleich um die Ecke, da haben wir unsere Smart Review Station aufgebaut, wo wir Machine Learning auch demonstrieren. Also es ist ein inkrementales Machine Learning. Das heißt, man hat 100 Gutbeispiele einer Lötstelle, sage ich jetzt mal, oder eines Fehlermerkmals. Man hat 100 Gutbeispiele und dann kommen die Fehler rein. Und immer wenn die Maschine überstimmt wird, dann werden diese Daten natürlich gespeichert und ab einer gewissen Anzahl Daten wird das Modell dann aktualisiert. Also so funktioniert es bei uns. Und wir haben natürlich auch den Fall, dass wir bei Kunden, wo wir das evaluiert haben, je nach Bedienermotivation, also die haben grundsätzlich alles Pass gedrückt oder entweder alles NG gedrückt. Und dann kann man so ein Modell natürlich nicht ordentlich optimieren. Ne? Und da mussten wir dann extra noch Nachbearbeitungsmöglichkeiten für den Supervisor einbauen, dass der nochmal über die Operator-Entscheidung drüber guckt. Dann war immer das Beispiel dann halt auch, läuft so ein System völlig autonom? Nein, läuft es nicht. Nicht, weil man es nicht könnte, sondern weil es gibt da auch rechtliche Themen. Was passiert denn, wenn jetzt die elektronische Bremse entsprechend in so einem Auto ausfällt und das wurde von dem KI-System entschieden? Und wer haftet? Haftet jetzt der Betreiber der Anlage oder der Hersteller der KI? Das sind lauter so Themen, ähnlich wie beim autonomen Fahren, die aber eben halt dann auch geklärt werden müssen. Also es ist eine schöne Blue Sky Story um die KI und ich bin auch ein Freund davon. Ich bin echter Fan von diesen Lösungen. Aber es gibt einfach noch viele Fragen zu klären. Okay, also ich brauche immer noch einen Man in the Middle, der das Ganze irgendwo... Also keiner muss Angst haben, dass wir obsolet werden. Ja. Also irgendjemand muss immer noch die KI überwachen. Ja, okay. Aber ist denn... KI ist ja jetzt seit ein paar Jahren eben ein Thema. Vorher hat man es eben ohne KI irgendwie gelöst. Kann man dann sagen, dadurch ist einfach der Ausschuss oder die Fehleranzahl signifikant reduziert worden? Also gibt es so Hausnummern, wo man sagt, wir entdecken jetzt 20% mehr Fehler. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach irgendwas ins Blaue. Also kann man wirklich sagen, kann man es irgendwo festmachen, dass jetzt die KI tatsächlich einen Nutzen, wirklich einen Mehrwert gebracht hat? Also jetzt aus unserer Sicht ja. Das sehen wir an dem Kundenfeedback. Also die Testkunden, wo wir es halt ausprobiert haben, da wurden sofort 50 Systeme gekauft. Okay. Und das spricht im Prinzip für sich. Ja. Also der Nutzen ist da. Und der Nutzen ist an der Stelle, weil Personalkosten eingespart werden und es gibt den Nutzern halt auch eine gewisse Sicherheit. Also wenn ich da so einen Fehler habe, wo ich jetzt schwanke, wir haben gesagt, wir haben schon gehört, also der eine Bediener entscheidet so, der andere so, wo ich dann schwanke und dann habe ich ein KI-Tool im Hintergrund, das sagt, das ist die Empfehlung der KI, dann fällt es natürlich leichter, dieser Empfehlung dann auch zu folgen. Und das schafft schon ein bisschen mehr Sicherheit dann bei den Entscheidungen der Leute am Reviewplatz. Okay. Also ich kann aus unseren Forschungsprojekten, die wir auch viel mit Industriepartnern, sowohl Anlagenherstellern als auch Elektronikfertigern haben, dann ein bisschen berichten. Also wo man es, denke ich, auch merkt, ist, dass der manuelle Prüfaufwand reduziert werden kann, Nachprüfaufwand, indem man da vielleicht noch einen Filter zwischenschaltet. Und auch wenn das jetzt bei uns nicht Forschungsschwerpunkt ist, so ein bisschen die, sag ich mal, Overhead-Arbeit, die nicht die eigentliche Qualitätsprüfung ist, wie Programmerstellung, Beschleunigen und ähnliches, da auch viel unterstützen kann durch KI-Tools und da auf jeden Fall auch einen Mehrwert liefern kann. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Natürlich einmal, dass ich die KI
eigenständig irgendwie zwischenschalte, um generell weniger Nachprüfung mit sich zu bringen, oder einfach als 4-Augen-Prinzip, wo dann 2 Augen der Mensch sind und 2 Augen im Endeffekt die KI. Okay. Einfach um nochmal sicherer zu gehen und dann aber auch durchaus Akzeptanz zu schaffen, dass das Tool dann vielleicht doch besser ist als erwartet. Okay. Ist denn das, reden wir da auch, wenn wir über KI sprechen, über Anwendungen eher in größeren Unternehmen, oder ist das mittlerweile auch schon ein bisschen in den Mittelstand irgendwie runtergekommen? Also im Prinzip, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt das mit Asien vergleichen, dann gibt's hier keine großen Unternehmen. So gesehen, ja, okay. Ja. Oder nicht mehr. Wir reden hier meist von Kunden, die irgendwie zwischen 1 bis 20 Linien haben. 20 ist schon riesengroß, würde ich sagen, in Deutschland. Und das heißt, die Lösungen, die angeboten werden, das sind auch mittlerweile Lösungen für kleine Losgrößen. So, ich glaube, für unsere Druckprozessoptimierung, das fängt jetzt schon bei 5 Leiterplatten an und größer. Und da reagiert man natürlich auch auf die Anforderungen und dass das jeder nutzen kann. Und je besser die Modelle werden, und so ausgefeilter die Lösungen, dass man halt, es wurde ja schon gesagt, wir haben eine Menge historischer Daten, dass man eben auch historische und die Realtime-Daten miteinander verknüpft, kann man doch recht gute KI-Ergebnisse und Vorhersagen treffen, wie sich Qualität entwickelt und wie man gegenregeln kann. Was wir da auch an Erfahrung gesammelt haben, gerade bei, sag ich mal, kleineren oder Unternehmen, da hängt es ganz oft davon ab, ob da ein Mitarbeitender stark motiviert ist, das auch intrinsisch zu pushen und sich damit zu beschäftigen, quasi on top zu seinen eigentlichen Aufgaben. Wenn es solche Leute gibt, dann ist das hin und wieder sogar einfacher dort umzusetzen als in einem größeren Unternehmen, weil da einfach die Rahmenbedingungen doch nochmal ganz andere sind und man vielleicht dann doch irgendwie etwas mehr Freiheiten hat, sei es IT-Infrastruktur etc., um da Lösungen zu integrieren oder auch mal was auszuprobieren, wenn es vielleicht nicht ganz so ein kritischer Anwendungsfall der Elektronik ist. Dann haben wir da auch durchaus sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, hängt aber sehr, sehr stark, ist unsere Erfahrung jetzt als Universität von den Leuten im Unternehmen ab. Okay. Ich würde auch sagen, das Potenzial bei den kleinen und mittelgroßen Firmen ist viel, viel größer, weil wenn ich jetzt im kleinen Unternehmen eine kleine Losgröße fahre von 50 Leiterplatten, sage ich jetzt mal, und 2 Monate später fahre ich das gleiche Produkt nochmal, dann weiß ich nicht mehr, was ich vor 2 Monaten da optimiert und eingestellt habe. Und wenn ich da eine KI-Unterstützung habe, die dann auf diese historischen Daten zurückgreifen kann und mir dann schon gleich Startparameter empfiehlt, die ich nutzen kann und die dann auch sofort eben nach 5, 6 Boards, die dann reingekommen sind, dann auch nochmal aktualisieren und überarbeiten kann, dann ist das eine riesen Unterstützung und dann kann ich selbst bei so kleinen Losgrößen Optimierungen erreichen, die ich vorher nie erreicht habe. Und da steckt schon Potenzial drin, auch für die Kleinen. Jetzt ist ein paar Mal das Stichwort historische Daten gefallen. Ja, heißt das, dass man letztendlich vielleicht alle Daten, also so viel Daten wie möglich aufheben soll, selbst wenn man jetzt vielleicht sie jetzt noch nicht verwerten kann, weil man sie irgendwann mal, wenn die Technologie soweit ist, durchaus irgendwie nutzen kann? Kommt drauf an, worauf die KI jetzt zurückgreift. Ja. Also, bei uns heißt historische Daten, also es kommt bei uns wirklich aufs System an. Also wenn wir jetzt so eine Schnittstelle zum anderen Gerät haben, wo wir den Prozess optimieren, dann heißt historische Daten, Woche 1 mache ich diese 50 Leiterplatten und in Woche 8 mache ich die nochmal und dann werden diese Daten vom ersten Mal dann herangezogen, um erstmal schon das Modell zu erstellen für dieses Produkt und dann dauert die Aktualisierung des Modells nicht so lange und ich kann sofort agieren, während wenn ich jetzt normale Optimierung fahre in einer größeren Losgröße, ich dann erstmal so 4 Leiterplatten für die Offset-Kompensation habe, 10, um das Modell zu aktualisieren und dann geht eigentlich erst die Regelung los. Also dann starte ich erst nach 14 Leiterplatten. Und weil Sie jetzt noch das Thema, es kommt auch so ein bisschen drauf an, welche
welche Mitarbeiter man da vor Ort hat in den einzelnen Unternehmen. Die einen sind vielleicht affiner und treiben das Ganze dann voran. Brauche ich denn noch für Leute mit einem speziellen KI-Wissen oder ist das im Prinzip schon so, dass das einfach so integriert ist in den Systemen, dass man das halt einfach nutzt? Oder braucht da wirklich noch Leute, die eine spezialisierte Kompetenz haben? Ja, eigentlich nicht. Ich würde sagen, es nimmt immer mehr ab. Also man braucht Leute, die interessiert sind, aber im Unternehmen jetzt einen quasi nativen KI oder Data Scientist zu haben, wird, glaube ich, auch, weil viele Softwarelösungen einfach dankbarere Benutzeroberflächen bieten und so weiter, immer weniger relevant. Da ist es meines Erachtens wichtiger, wenn jemand Ahnung von den Prozessen davor, von dem Gesamtsystem hat und dann ist die Lücke da leichter zu schließen, als wenn jetzt ein KI-Experte, der noch nie eine Elektronikproduktion gesehen hat, versucht da irgendwas, ein Modell zu entwickeln. Das ist schwierig, denke ich eher. Also, ich sage jetzt mal, wir alle nutzen die Rechtschreibkontrolle und sind trotzdem keine KI-Experten. Richtig. Wir müssen aber trotzdem noch wissen, wo man vielleicht das Komma setzt. Ne? Und das ist genauso mit den KIs dann in der Produktion. Ich wende sie an, aber ich muss dann halt wissen, wenn ich einen Druckprozess regel mit einer KI, dass ich mich immer noch um den Druckprozess kümmern muss. Dass der eben halt vernünftig läuft, weil eine KI kann auch keine kaputte Schablone kompensieren. Die muss ich dann schon von Zeit zu Zeit dann auch mal austauschen. Ja, wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren gar nicht mehr über KI sprechen, weil es einfach so selbstverständlich in allen drin ist, dass es halt integraler Bestandteil einfach ist und fertig. Ist en vogue im Moment. En vogue ist auch, also in diesem Qualitätssicherungsumfeld hat auch immer wieder so ein Begriff Predictive Quality, also eine vorausschauende Qualität. Ist das ein realistischer Ansatz, dass es da Konzepte gibt, um quasi ja schon im Vorhinein irgendwelche Fehler zu identifizieren oder Qualität erst gar nicht Fehler nicht, würde ich sagen, aber Fehlervermeidung. Fehlervermeidung, ja. Fehlervermeidung, weil das ist ja das im Prinzip, wie die KI arbeitet. Ich erstelle ein Prozessmodell, also ich habe praktisch einen digitalen Twin vom Prozess. Jetzt sehe ich, detektiere bestimmte Trends und ich kann anhand des Modells dann schon die Parameter berechnen, die diesen Trend stoppen oder kompensieren und dann einstellen. Also das ist ungefähr so die Wirkweise, dass der Fehler erst gar nicht auftritt. Aber jetzt schon dann den Fehler vorhersagen, dass er genau nach dem 5. Board kommt, ich glaube, das wird wahrscheinlich dann nicht passieren. Da würde ich mich anschließen. Also einen generellen Prozess trifft vielleicht vorherzusehen und dagegen zu steuern, dass irgendwie irgendwo wieder was gereinigt werden muss oder vielleicht auch irgendwo Verschleiß auftritt an der Anlage, das aber jetzt individuell zu sagen, dafür die Lütschstelle auf, da ist man dann doch zu viel, glaube ich, der Statistik noch unterlegen. Es kann immer mal passieren, dass da irgendwie bei einer kleinen Öffnung beim Schablonendruck kein Transfer stattfindet oder zu wenig oder sich dann doch irgendwie ähnlich was ungünstig im Lötofen verzieht. Und diese Einzelevents, die zu einem Fehler führen, vorherzusagen, erachte ich als nicht sinnig. Bei der Fehlerquellenanalyse, da ist die KI richtig wirksam. Also wenn man jetzt so einfachere Prozesse hat, oh Gott, jetzt werden mich die Bestücker erschlagen wie den Bestückprozess, da die liefern so viel Daten, dass man wirklich bis auf die Nozzle, auf den Feeder, auf das einzelne Bauteil herunter sagen kann, das hat mir den Offset beschert und da musst du hingehen und dieses Teil an der Anlage überprüfen. Also das klappt super. Beim Druckprozess wird das schon wieder schwieriger. Beim Lötprozess wüsste ich jetzt nicht, wie man das hinkriegen sollte. Also da hätte man wahrscheinlich noch so eine Cash-Cow, die man da entwickeln könnte. Aber also da werden die Prozesse unheimlich beschleunigt, dass man halt auch dann die Downtime an den Maschinen reduzieren kann. Und da steckt das Potenzial von der KI drin. Und ich denke, da sehen dann auch die Anwender ein, dass sie einen echten Vorteil haben, wenn sie diese Werkzeuge nutzen. Ich glaube, wo man da vielleicht noch einen Mehrwert generieren kann, ist eher im Hochlauf von irgendwelchen Produkten beim Einstellen der initialen Parameter oder auch gerade in Kombination mit dem Produktdesign, wie sich das verbinden kann. Beispielsweise ist da, wenn ich mit einer
Welle gezielt löte, ist das überhaupt machbar an der Stelle oder ist da zu viel Wärmeabtransport beispielsweise durch die Kupferlagen in der Nähe und ähnliches? Da dann Iterationszyklen zu reduzieren, das sehe ich als realistisch an. Aber auch eher als Support-Tool, als ich werfe mein Design rein und dann habe ich sofort die Parameter, mit denen es perfekt funktioniert. Okay. Ja. Nein, die technische Entwicklung muss ja noch Ziele haben. Das ist ja irgendwie. Aber letzte Frage, und dann geht's vielleicht auch so in die Richtung Ziel. Wie weit weg sind wir vom Closed Loop sozusagen? Das ist ja immer so der heilige Gral der Qualitätssicherung, dass das quasi sich eine selbst optimierende oder selbst optimierende Maschine ist. Also ich kann jetzt nur von unserer auf Linienlevel sprechen. So, wenn wir zum Beispiel alle Messstationen haben, also SPI, Pre- und Post-Reflow AOI, da kann man das Closed Loop jetzt schon realisieren. Also da sind wir eigentlich so schon in der Phase, wo wir dann hinterm Ofen dann schon Feedback geben könnten, Toleranzen am SPI zu verändern, weil 30% Volumen doch noch ausreichend sind für eine ausreichende Lötstelle oder Dinge wie das oder eben ich mindestens 60% brauche. Also sowas ist dann schon möglich, da so ein Loop zu haben. Ja, da geht was, sage ich jetzt mal so. Ne? Also man könnte dann auch noch andere Parameter, Maschinenparameter mit einbinden und dann so Root-Cause-Analysen machen oder sagen, bestimmte Fehler kommen da und daher und Prozesse verkürzen, aber so den Qualitätsmanager von seinem Job entbinden, das kriegt man da nicht hin. Ne? So. Ich glaube, dass da andere Industriebranchen, wo mehr dann tatsächlich auf das Einzelteil gearbeitet wird, da schneller zu einem Closed Loop kommen als die Elektronikproduktion, weil ich dann natürlich auch Prozesse habe, die nicht nur dann eine Lötstelle betreffen beispielsweise, sondern beim Druck ja die ganze Leiterplatte auf einmal löten genauso im Regelfall, dass da das Gegensteuern vielleicht auch unmöglich ist, weil ich das Lösen des einen Problems ein Generieren eines anderes Problems zur Folge hat, wenn ich da irgendwie einen Stahlblech biege oder so und dann da auf Basis von einer Qualitätsprüfung direkt Feedback ans nächste gibt, ist, denke ich, einfacher zu erreichen. Okay. In der SMT ist unser Ziel immer die Prozessstreuung, weil wir so viele unterschiedliche Prozesse auf einer Leiterplatte haben, also jedes Bauteil mit seinem spezifischen Area Ratio kann schon ein Prozess sein und da ist unser Ziel immer die Streuung zu reduzieren und nicht so die finale Toleranz wie beim mechanischen Teil oder sowas. Ja, okay, so, ich verstehe. Okay. Ja, dann bedanke ich mich. Es gibt auf jeden Fall, es wird spannend sein, wie diese Entwicklung weitergeht und es gibt auf jeden Fall immer wieder genug darüber zu sprechen und dann sage ich erstmal bis hierhin vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Also wir haben gesehen, in der Elektronikfertigung geht schon ganz viel, was das Thema Qualitätssicherung betrifft. Das Niveau ist relativ weit oben und das Entscheidende sind die Daten und mit den Daten kommen dann auch die KI-Wendungen ins Spiel. Also ein spannendes Umfeld. Dankeschön.